Ja, mein Name ist Julian Witte, ich bin 43 Jahre jung und lebe als Grafik- und Industriedesigner hier in Berlin, bin geschäftsführender Inhaber der 360-Grad-Designagentur Unit Berlin und mit meinem Geschäftspartner ebenso Inhaber einer Beratungs- und Investitionsgesellschaft, mit der wir Anteile an unterschiedlichen Hightech-Startups haben. Meine Ausbildung habe ich in Kassel begonnen, meiner Geburtsstadt, an der Universität in Kassel. Da habe ich auch schnell gemerkt, dass es sehr artifiziell war und ich habe mich dann umgeguckt nach anderen Möglichkeiten des Studiums, bin letzten Endes in Essen an der Universität Duisburg-Essen gelandet, habe dann dort mein Diplom abgeschlossen und bin danach nach Berlin gezogen, habe einige Jahre in einer Agentur hier gearbeitet, unterschiedliche Positionen gehabt und im Jahr 2014 habe ich mich dann mit meiner eigenen Agentur selbstständig gemacht. 2015, ein Jahr später, habe ich fusioniert mit einer Agentur eines Kommilitonen von mir und im Jahr 2017 ist dann letzten Endes daraus die Unit geworden, die wir auch bis heute hier führen und in der wir arbeiten. Und seit September diesen Jahres habe ich auch noch eine Vertretungsprofessur an der FH in Münster, der Münster School of Design inne. Und dort vermittle ich den Studierenden mein bisher angesammeltes Wissen. Also die beste Erfahrung, aber auch eine der lehrreichsten, über die ich sprechen möchte, ist generell die Gründung dieser Agentur, die nicht immer nur Höhen hatte, sondern durchaus auch Komplikationen und das war nicht immer einfach. Aber im Prinzip habe ich jeden Tag die Möglichkeit, die zukünftige Welt um uns herum mitzugestalten und sie im Idealfall auch ein kleines bisschen besser zu machen. Und ich denke, das ist ein unglaubliches Privileg, was mir dazu teil wird. Und von daher ist es wirklich eine tolle Erfahrung. Und ein Projekt, was ich gerne herausheben möchte, obwohl ich sage, dass alle unsere Projekte irgendwie natürlich toll sind und sich jetzt keiner auf den Schlips getreten fühlen möchte, ist die Entwicklung einer akustischen Kamera für die Firma GFAI Tech aus Berlin. Und das ist ein Gerät zur Lokalisierung und Visualisierung von Schallquellen, also auch etwas sehr Außergewöhnliches an sich schon, was man normalerweise nicht kennt. Und wären wir nur 2 Monate schneller mit dem Launch gewesen, dann wäre das weltweit erste Produkt seiner Art als autarkes System gewesen. Da waren uns leider die Konkurrenz zuvorgekommen. Und das Besondere daran ist, dass wir in diesem Projekt nicht nur die konzeptionelle und gestalterische Ausarbeitung hatten, sondern im Prinzip auch die konstruktive Umsetzung und die Projektleitung komplett bis zum Launch in den Markt im Prinzip. Und das war sehr umfangreich, so machen wir das normalerweise nicht und deshalb ist es ein sehr besonderes Projekt. Auch die Tatsache, dass wir während des Projektes ein sehr angenehmes monetäres Agreement hatten, was uns eine ungeheure Flexibilität bei der Ausarbeitung unserer Arbeit gegeben hat. Das heißt, wir wurden nicht durch irgendwelche Kontingente limitiert, sondern wir konnten einfach unsere Arbeit machen und das war außergewöhnlich und fantastisch. Mit dem IDZ bin ich sehr schnell nach Gründung meiner Agentur in Berührung gekommen. Das war im Jahr 2014 und eigentlich haben mich die vielfältigen Aktivitäten und auch die Menschen dahinter, die diese Aktivitäten voranbringen, dazu bewegt, in das IDZ einzutreten. Und das Internationale Designzentrum ist, wenn man es richtig nutzt, eine fantastische Plattform. Denn auf der einen Seite kann man sein Netzwerk in der Kreativszene natürlich erweitern, ist gar keine Frage. Und eben auch, und das ist ja auch die Aufgabe des IDZ, den Schulterschluss zwischen der Kreativwirtschaft und der generellen Wirtschaft zu schaffen. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, die ich auch gerne nutze. Im Prinzip sind es 3 Dinge, die ich heute hier vorstellen möchte, die mich entweder schon länger begleiten oder momentan inspirieren. Die sind aber sehr, sehr unterschiedlich. Ich fange an mit einem digitalen Medium, was sehr unternehmerisch ist. Und das ist der Podcast von Bernd Gerob, der heißt Führung auf den Punkt gebracht.
da ich ja nun Kreativunternehmer bin, stand und stehe ich immer mal wieder vor Herausforderungen, für die es im Prinzip keine wirkliche Ausbildung gibt und die schon mal gar nicht in einem Designstudium thematisiert werden. Und in diesem Podcast erzählt er, informiert aus seiner Perspektive und gibt eben hilfreiche Tipps. Und er lädt auch Gäste ein, die dann ihre Expertise und Erfahrung teilen, mit denen er dann im Austausch ist. Und das hat mir in vielen Dingen eben weitergeholfen und das tut es auch immer noch. Mittlerweile sind da schon über 300 Folgen verfügbar. Die zweite Sache, die ist auch digital und unternehmerisch, aber diesmal ein wenig mehr mit Designbezug. Das ist nämlich ein Webinar, was ich besucht habe von Markus Hartmann. Der hatte selber eine Agentur für digitales Marketing und ist heute eben Berater, Coach, Seminarleiter und so weiter. Und sein Ansatz ist im Prinzip die Trennung von jeglichem Controlling und die Verabschiedung von Stundensätzen und Zeiterfassung. Auch wenn das im ersten Moment relativ radikal klingt und auch sehr ungewohnt, gerade für die Agenturwelt ist es in vielerlei Hinsicht sehr nachvollziehbar und zumindest sinnvoll, da mal drüber nachzudenken, diesen Weg gegebenenfalls einzuschlagen. Und da bin ich gerade dabei, das zu versuchen, strategisch umzusetzen. Und die dritte Sache ist etwas nicht Digitales, was Haptisches mit einem großen Designbezug. Das ist das Buch The Value of Design, das halte ich auch mal in die Kamera, mit dem schönen Untertitel Wirkung und Wert des Designs im 21. Jahrhundert. Das habe ich übrigens auch über das IDZ kennengelernt, weil es dort im Regal stand bei einem Sommerfest. Wie man sehen kann, ist das Buch ein bisschen ramponiert. Das kommt daher, weil ich viel auf Reisen bin und es da mit eine unliebsame Begegnung mit meiner Wasserflasche hatte. Das ist aber nicht so wichtig, denn der Inhalt dieses Buches ist viel wichtiger. Es ist geschrieben von Frank Wagner. Der Autor ist selbst Inhaber einer Agentur in München, HB Design nennt sie sich. Das Buch ist von 2015 und ist eine sehr interessante Abhandlung, die sich nicht nur mit dem Designbegriff an sich beschäftigt, sondern sie beschäftigt sich auch damit, was Designerinnen und Designer eigentlich für eine Aufgabe und Verantwortung haben, die bereits jetzt und auch zukünftig im Zeitalter der Transformation eine sehr hohe Relevanz hat und haben wird. Und diese Verantwortung und Aufgabe geht deutlich über diesen Aspekt der Formalästhetik hinaus, denn wir werden auf der einen Seite zukünftig weiterhin Probleme auf kreative Art und Weise lösen, wie wir das bis jetzt auch schon gemacht haben, aber Designerinnen und Designer gestalten eben auch Zukunft. Und so können wir auch Visionen unter designethischen und soziokulturellen Gesichtspunkten entwickeln. Und zu dieser Sicht regt das Buch eben an. Und es ist meines Erachtens nach eben nicht nur eine Lektüre für kreative Menschen, sondern auch die Menschen, die mit kreativen Menschen zu tun haben, also unsere Kundschaft. Und deshalb lege ich dieses Buch sehr vielen Menschen an die Hand.